Emily und John. Es war einmal, in einem kleinen Dorf, lebte ein schönes Mädchen, namens Emily. Sie war 20 Jahre alt. Emily hatte blaue Augen und goldenes Haar. Ihre Familie war arm, aber sie waren glücklich. Sie lebten in einem kleinen Haus und liebten sich sehr. Emily liebte es, Bücher zu lesen. Sie träumte von einem besseren Leben. Eines Tages ging sie auf den Dorfmarkt. Dort traf sie einen Jungen namens John. John war groß und gut aussehend. Er hatte dunkle Haare und ein freundliches Lächeln. John kam aus einer reichen Familie. Seine Eltern besaßen ein großes Haus und viele Ländereien. Emily und John wurden Freunde. Sie redeten viel und lachten zusammen. Sie gingen gerne durch die Felder und am Fluss entlang. John erzählte Emily von seinen Träumen und Emily teilte ihre Hoffnungen mit John. Sie fühlten sich einander sehr nahe. Eines Tages sagte John zu Emily: Ich liebe dich, Emily. Willst du mich heiraten? Emily war sehr glücklich. Sie sagte: Ja, John. Ich liebe dich auch. Sie umarmten sich und träumten von ihrer gemeinsamen Zukunft. Aber es gab ein Problem. Johns Eltern mochten Emily nicht. Sie dachten, dass sie nicht gut genug für ihren Sohn sei, weil sie arm war. Johns Mutter sagte: John, du kannst Emily nicht heiraten. Sie kommt nicht aus einer reichen Familie. Johns Vater stimmte zu: Ja, du musst jemanden aus einer reichen Familie finden. John war sehr traurig. Er liebte Emily und wollte sie nicht verlassen. Er sagte zu seinen Eltern: Ich liebe Emily. Sie ist nett und gut. Geld ist nicht wichtig. Aber seine Eltern hörten nicht auf ihn. Sie sagten: Wenn du Emily heiratest, werden wir dich nicht unterstützen. Emily wusste von dem Problem und war auch sehr traurig. Sie liebte John, aber sie wollte ihm keine Probleme machen. Sie sagte zu John: Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht heiraten. Ich möchte dein Leben nicht schwierig machen. John antwortete: Nein, Emily. Ich werde dich immer lieben. Wir werden einen Weg finden. Tage vergingen, und John versuchte, seine Eltern zu überzeugen. Aber sie änderten ihre Meinung nicht. Auch Emilys Familie wusste von dem Problem. Sie machten sich Sorgen um Emily. Ihre Mutter sagte: Emily, wir lieben dich.
wir wollen, dass du glücklich bist. Aber, vielleicht ist es besser, John loszulassen. Emily weinte viele Nächte. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie liebte John, aber sie wollte ihm nicht wehtun. Eines Tages beschloss sie mit John zu sprechen. Sie sagte, John, ich liebe dich sehr, aber ich denke, es ist besser, wenn wir nicht heiraten. Deine Eltern werden mich nie akzeptieren. Ich möchte dein Leben nicht schwer machen. John war am Boden, zerstört. Er sagte, Emily, ich kann ohne dich nicht leben, aber ich verstehe es. Ich werde dich immer lieben. Sie umarmten sich und weinten zusammen. Sie wussten, dass ihre Liebe stark war, aber die Welt war gegen sie. Emily und John entschieden, Freunde zu bleiben. Sie versprachen, sich immer gegenseitig zu unterstützen. Aber ihre Herzen waren gebrochen. Sie wussten, dass sie nie zusammen sein konnten. Emily lebte weiterhin bei ihrer Familie. Sie arbeitete hart und half ihnen. Auch John führte sein Leben weiter, aber er erinnerte sich immer an Emily. Jahre vergingen, und Emily und John liebten sich immer noch. Sie vergaßen ihre Liebe nie. Sie wussten, dass Liebe manchmal nicht ausreicht. Sie lernten, dass das Leben hart sein kann, aber sie trugen ihre Liebe immer in ihren Herzen. Emily arbeitete im Dorf. Sie half ihrer Familie und den Nachbarn. Sie war zu allen freundlich. Die Leute im Dorf liebten sie. Sie wussten, dass sie ein gutes Herz hatte. Auch John arbeitete hart. Er half seiner Familie mit ihrem Geschäft. Er war freundlich und fair zu allen. Eines Tages wurde Emilys Vater sehr krank. Emily war sehr besorgt. Sie kümmerte sich Tag und Nacht um ihn. Sie betete, dass es ihm besser gehen würde. John hörte von Emilys Vater und wollte helfen. Er ging zu Emily und sagte, Emily, es tut mir leid, von deinem Vater zu hören. Kann ich dir helfen? Emily war berührt von Johns Freundlichkeit. Sie sagte, danke, John. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. John brachte Medizin und Essen für Emilys Familie. Er besuchte sie oft. Emilys Vater wurde langsam wieder gesund. Emily war John sehr dankbar. Sie sagte, John, du hast ein großes Herz. Danke, dass du uns geholfen hast. John lächelte und sagte, Emily, ich werde immer
für dich da sein. Emily und John verbrachten mehr Zeit miteinander. Sie sprachen über ihre Träume und Hoffnungen. Sie wussten, dass sie sich immer noch liebten, aber sie wussten auch, dass Johns Eltern ihre Liebe nie akzeptieren würden. Sie entschieden, Freunde zu bleiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Eines Tages musste John in die Stadt gehen, um zu arbeiten. Er sagte zu Emily, ich muss für eine Weile weg, aber ich werde dir schreiben. Emily war traurig, aber sie verstand. Sie sagte, ich werde dich vermissen, John. Bitte, pass auf dich auf. John umarmte Emily und sagte, ich werde dich auch vermissen. Ich komme bald zurück. John ging in die Stadt. Er arbeitete hart und lernte viele neue Dinge. Er schrieb Briefe an Emily und erzählte ihr von seinem Leben in der Stadt. Emily schrieb zurück und erzählte ihm von ihrem Leben im Dorf. Sie teilten ihre Gedanken und Gefühle durch Briefe. Die Zeit verging, und John hatte Erfolg in seiner Arbeit. Er sparte Geld und half seiner Familie, aber er vergaß Emily nie. Er liebte sie immer noch und dachte jeden Tag an sie. Auch Emily dachte an John. Sie vermisste ihn, war aber glücklich, von seinem Erfolg zu hören. Eines Tages beschloss John, das Dorf zu besuchen. Er wollte Emily sehen. Er ging zu ihrem Haus und klopfte an die Tür. Emily öffnete die Tür und war überrascht, John zu sehen. Sie sagte, John, du bist zurück. John lächelte und sagte, ja, Emily. Ich habe dich vermisst. Sie redeten lange miteinander. John erzählte Emily von seinem Leben in der Stadt, und Emily erzählte ihm von ihrem Leben im Dorf. Sie lachten und teilten ihre Erinnerungen. John sagte, Emily, ich liebe dich immer noch. Ich möchte mit dir zusammen sein. Emily war glücklich, aber besorgt. Sie sagte, John, ich liebe dich auch, aber was ist mit deinen Eltern? John sagte, ich habe Geld gespart. Ich kann uns unterstützen. Ich brauche die Zustimmung meiner Eltern nicht mehr. Emily war gerührt von Johns Entschlossenheit. Sie sagte, John, ich bin stolz auf dich, aber ich möchte dir keine Probleme bereiten. John antwortete, Emily, du bist mein Glück. Ich möchte mit dir zusammen sein. Emily und John entschieden, zusammen zu sein. Sie wussten, dass es nicht einfach sein würde, aber sie waren bereit, die Herausforderungen anzunehmen.
Sie heirateten in einer kleinen Zeremonie mit ihren Freunden und ihrer Familie. Emilys Familie war sehr glücklich für sie. Sie wussten, dass John ein guter Mann war. Johns Eltern waren nicht glücklich über die Hochzeit und nahmen nicht an der Zeremonie teil. Aber John und Emily ließen sich davon nicht aufhalten. Sie liebten sich und waren entschlossen, ihr gemeinsames Leben erfolgreich zu gestalten. Emily und John zogen in die Stadt. Sie begannen ein neues Leben zusammen. Sie arbeiteten hart und unterstützten sich gegenseitig. Sie standen vielen Herausforderungen gegenüber, aber ihre Liebe hielt sie stark. Sie wussten, dass sie alles überwinden konnten, solange sie einander hatten. Die Jahre vergingen, und Emily und John bauten ein glückliches Leben zusammen auf. Sie bekamen Kinder und brachten ihnen die Werte von Liebe und Freundlichkeit bei. Sie vergaßen nie ihren Weg und die Herausforderungen, die sie gemeistert hatten. Sie wussten, dass wahre Liebe stark ist und jedes Hindernis überwinden kann. Emily und John wurden zusammen alt. Sie blickten mit Glück und Stolz auf ihr Leben zurück. Sie wussten, dass ihre Liebe sie zu besseren Menschen gemacht hatte. Sie waren dankbar füreinander und für das Leben, das sie zusammen aufgebaut hatten. Und so lebten Emily und John glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sie schätzten immer die Liebe, die sie teilten, und wussten, dass wahre Liebe niemals stirbt. Sie fanden Frieden in dem Wissen, dass ihre Liebe ihr Leben sinnvoll und schön gemacht hatte. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.